Hallo, willkommen beim 1000 Bäcker Report. Heute mit dem Thema Millionen mit Penny Goldaktien. Disclaimer: Penny Goldaktien. Wie viel und wie investiert man, um 1 Million Euro-Dollar zu machen? Ja, ich sortiere die Goldaktien nach verschiedenen Risikostufen. Zum einen ist es die moderate Risikostufe, die sogenannte hohe Risikostufe und die sogenannte Gamble-Risikostufe. Meiner Meinung nach, um relativ sicher Erfolg mit Goldaktien zu haben, ist das Wesentliche, dass man diversifiziert und verteilt. Auch in meines Erachtens in verschiedene Risikostufen. Sage ich mal, die moderate Risikostufe spiegelt im Prinzip mehr oder weniger die gesamte Anlageklasse wider. Man sagt ja zum Beispiel, da Casey sagt, wenn der Goldaktienbullmarkt in Fahrt kommt, dass, sage ich mal, die gesamte Anlageklasse um das Zehnfache hochgeht. Also sucht man sich relativ stabile Aktien aus, die vermutlich nicht pleite gehen können, die enormes Potenzial haben und investiert in die. Hier habe ich einfach mal angenommen, wir nehmen 20 Goldaktien von der moderaten Risikoklasse. Die besten habe ich hier meines Erachtens rausgefiltert. Diese Zahlen, die Sie hier wissen, sind, sage ich mal, theoretischer Potenzialfaktor. Die können auch noch viel, viel höher gehen als um das Zehnfache. Aber wir nehmen hier bei der moderaten Risiko einen Medianwert und das ist 10. Einige entwickeln sich vielleicht viel besser, einige eher nicht so gut oder stagnieren. Und ich denke mal, man liegt da nicht falsch, wenn man eine Verzehnfachung bei diesem Typus ansetzt. Diese eine Goldaktie werde ich zum späteren Zeitpunkt auch nochmal hier in dem Video auch nochmal aufzeigen. Also das ist jetzt hier zum Beispiel bedeutet, das ist ja aus meinem Goldaktienreport, da ist dann ein Potenzialfaktor von 123 rechnen. Das gibt sich eben zusammen, dass sie 18 Millionen Unzen Gold haben, 500 Millionen Unzen Silber und 158 Marktkapitalisierung bei, sag ich mal, mehr oder weniger Low-Grade. Und das ist eben Projektgenerator, der in Mexiko operiert. Aber das sehen Sie später noch. Jedenfalls, das sind 20 Goldaktien des moderaten Risiko. Das sind diese theoretischen Potenzialfaktor. Wir nehmen das Mittel 10. Es kann durchaus auch noch höher gehen, aber wir versuchen das, soweit es irgendwie möglich ist, eine konservative Schätzung abzugeben. Man nimmt also einfach an, wir nehmen hier 20 Goldaktien und in jede Goldaktie investieren wir 10 Euro, 600 Euro oder 600 Dollar oder Schweizer Franken, wie man nun will. Und wir unterstellen eine durchschnittliche Performance des Zehnfachens, wenn jetzt Gold auf 2500 etc. steigt. Das heißt, wir rechnen das zusammen, das ist dann 20 mal 600 Euro. Also insgesamt muss man für diese moderaten Risiko 12.000 Euro investieren. Das mal 10 ergibt 120.000. Also das ist diese moderate Risikostufe. Jetzt gehen wir zur hohen Risikostufe. Dort haben wir 27 Gold- und Silberaktien identifiziert. Wie gesagt, diese Striche bedeutet, dass sie ausgeblendet sind. Die Namen schicke ich dann den Subscriber. Morgen werde ich Ihnen das nachreichen. Also wie gesagt, das ist nochmal eine Verdichtung auf die besten Gold- und Silberaktien. Sie sehen die theoretischen Potenzialfaktoren, also um wie viel die Aktie steigen kann. Beim Goldpreis von 2.500 oder der Silber ist wesentlich höher. Also unterstellen wir beim hohen Risikostufe eine potenzielle durchschnittliche Verzwanzigfachung. Das ist 600 Bäcker gemeint. Also wir investieren jeweils in 27 Goldaktien, in jede einzelne 600 Euro und müssen also in diese Risikostufe 16.200 investieren und erhalten damit am Höhepunkt der Goldaktienmania 324.000 Euro. Ja, kann, wie ich das schon gesagt habe, teilweise auch eben darüber hinauslaufen, aber einige werden vielleicht auch relativ vertäuschen. Das gleicht sich aus. Wir schätzen, wie gesagt, das Mittel ist eine Verzwanzigfachung. Also 27 Goldaktien, jeweils 600 Euro in die hohe Risikoklasse. Jetzt haben wir noch die Stufe Gamble, also hohe Risiko meine ich,
Das liegt irgendwo, das ist nicht mal die ganz sichere Geschichte wie beim moderaten Risiko, sondern da ist das Länderrisiko nicht gut, gab es mal in der Vergangenheit Probleme, da kann das ein oder andere auftreten. In der Goldaktienmania, die wir erwarten, ist es alles tief nicht so wichtig, aber es ist eben Risiko dabei, das muss man sich bewusst machen im Vergleich. Und dann haben wir noch die Gamble-Stufe, da kann man wirklich nicht sagen, ob das Unternehmen überlebt oder nicht. Wir denken jetzt im Goldaktienboom tut es das. Und das ist eben auch die einmalige große Chance, die es mehr oder weniger in dieser Form vielleicht alle 10 Jahre oder so gibt. Und da können dann gerade diese Pennygold-Aktien von dieser höchsten Risikostufe enorm profitieren. Man errechnet teilweise gigantische Potenzialfaktoren und wir kalkulieren hier, hoffentlich ist es relativ konservativ, nur einen durchschnittlichen Potentialfaktor von 30 dieser Gamble-Klasse. Das heißt, wir nehmen 28 Goldaktien, investieren in jede dieser 28 Goldaktien 600 Euro. Das wird durchschnittlich ein 30-Bäcker in dieser Risikostufe. Und das würde dann bedeuten, wir würden durch ein Invest von 16.800 Dollar einen theoretischen Result von einer halben Million Euro haben. Wenn man jetzt diese verschiedenen Risikostufen zusammen addiert, also die Resultate, also hier von der moderaten Risikostufe, das sind hier diese 120.000 plus von der hohen Risikostufe 324.000 und von der Gamble-Risikostufe 504.000. Ergibt 948.000 und insgesamt müssen wir investieren 45.000 Euro. Also das ist eine Kalkulation, ein Versuch einer Kalkulation mit Sicherheitsmechanismen eingebaut, eben diese moderate, diese Verteilung, äh, ähm, dass man im Schnitt vielleicht aus 45.000 Euro, wenn man sie dementsprechend jetzt verteilt, am Höhepunkt der Gold- und Silberaktienmania eben fast 1 Million hat. Das wollte ich einfach mal demonstrieren. Ich persönlich bin natürlich auch in allen Risikostufen investiert und natürlich tendiert man eben dazu, eben dieses Resultat so wahrscheinlich wie möglich zu machen. Und deswegen tendiert man natürlich immer dazu, Hochpotenzial Gamble-Aktien zu kaufen, die das Ganze dann wahrscheinlicher machen. Aber es ist schon zu empfehlen, das im gewissen Sinne zu verteilen, sich nicht nur auf die Hochpotenzial-Risikoaktien zu verlassen, denn am Ende bringt es eine Verteilung. Am Ende wird Ihnen das nirgendwo gesagt, was die große Goldaktie ist. Das wüssten alle Investorengeld. Es bleibt nur diese Art von Verteilung, die weitere Beobachtung, was wir ja versuchen, und gegebenenfalls Position aufzustocken. Und je weiter die Goldaktienrallye jetzt voranschreitet, im Gegensatz zu früher können wir jetzt leichter erkennen, was die Gewinner sein werden. Also es ist wer das bis jetzt hindurchgehalten ist, ist eine sehr interessante Phase, weil wir können leichter abschätzen, was werden wohl die Gewinner-Goldaktien. Das konnten wir vor diesen Tiefs, die wir ja noch zum Beispiel im September hatten, so deutlich nicht sagen. Da müssen wir teilweise das aussitzen und natürlich auch die relativen Verliereraktien, dass die mit der allgemeinen Goldmanie hochgerissen werden. Aber wir wollen natürlich so viele wie möglich sehr erfolgreiche Goldaktien, die dann das gesamte Depot höher reißen beziehungsweise diese Performance ermöglichen. So versuchen wir halt, dass es relativ realistisch ist. Zum einen, wie gesagt, durch Diversifizierung der verschiedenen Risikostufen und durch ständiges Nachkaufen eine derartige Performance zu erzielen. Also Goldaktien ist ein schwieriges Geschäft bis zu diesem Zeitpunkt, wo wir diese Finalmania haben, wie zum Beispiel 2011 oder auch in den 70er Jahren. Sie, denke ich mal, steht vor uns und da geht es eigentlich dann nur noch darum, dass man überhaupt dabei sein. Aber bis zu diesem Punkt muss man durchhalten, gute Aktien nachkaufen, um einen Investmenterfolg so wahrscheinlich wie möglich zu machen. Ja, hier nochmal die von moderatem Risiko erwähnte
angehende Gold- und Silberproduzent aus Mexiko. Sie sehen eine äußerst interessante Chartformation, hat einen Boden gefunden, ist jetzt dabei massiv aufzubrechen. Das Unternehmen hatte riesengroße Ressourcen. Ach, wie ich ja schon erwähnt hatte, das hat bis zu 20 Millionen Unzen Gold, 500 Millionen Unzen Silber, einer und dann ja hier auch noch 4,2 Milliarden Pfund Zink, also enorme Ressourcen im Bundesstaat Durango in Mexiko. Produktion in den ersten Produktionsjahren hatten sie 848.000 Gold, 25 Millionen Silber pro Jahr und Zinkproduktion 135 Millionen. Gigantische Proben, gigantische Ressourcen. Auch bei den anderen Projekten ist es diese Aktie ist im gewissen Sinne Phänomen. Die sitzen also auf riesigsten Ressourcen, haben aber nicht so viel Fortschritt gezeigt, die auch dementsprechend zu entwickeln. Aber es ist einer der größten Ressourcenbesitzer überhaupt. Und ja, und ich denke mal, sie dürfte überproportional auch reagieren, wenn große Investmentsummen hier reinfließen. Und ich meiner Meinung beginnt das, und sehen Sie mal, die war beim letzten Goldboom auch wirklich vom Corona-Tief hier von $2 mit einmal auf 7 gestiegen. Und das ist moderates Risiko. Und stellen Sie sich vor, eben diese Goldaktienrallye geht weiter, die kann dann auch Richtung 10, vielleicht Richtung 20 gehen und noch drüber hinaus, je nach wie wild sich das entfaltet. Aber wie wir am Anfang gesehen haben, kalkulieren wir mit einer durchschnittlichen Verzehnfachung und so. Also das ist moderates Risiko, da denke ich, kann mit der Goldaktie nichts passieren. Das ist ein gutes Basisinvestment und das führt zu einer gewissen Ausgewogenheit meiner Meinung nach im Portfolio. Also sehr interessante Aktie, sollten Sie sich mal ansehen. Wie immer natürlich keine Kaufempfehlung, aber einfach mal finde ich sehenswert. Ja, generell, warum sind wir in Goldaktien? Ja, es ist einfach so, wir glauben, dass diese Goldrallye von 19, ja, Ende der 70er Jahre bevorsteht. Damals ist dann ab irgendeinem Punkt hier also nachdem es korrigiert hat, das ist ja auf $200, auf $100, das hatten wir analog 2016 und dann ist es auf $200 gestiegen und dann ist es quasi vertikal gegangen von $200 auf 850. Und absolut identische Chartformationen haben wir jetzt auch. Das führt zur Vermutung, dass es jetzt im Grunde genommen von 2000 auf 8500 steigt. Ob wir da volle Gewinne noch einfahren können, ist solche Sache, ob das System stabil bleibt. Zumindest in der Frühphase werden eben diese Gold- und Silberaktien von Penny-Aktien, Dollar-Aktien. Das ist die eigentliche große Chance. Und das haben wir vielleicht schon im Goldpreis von 2500, wie auch immer. Und wir können dann dementsprechend noch mehr Gold und Silber kaufen oder riesige Mengen Gold und Silber kaufen. Das wäre zum Beispiel, was wir mit Goldaktien machen können. Aber der Goldpreis selbst dürfte früher oder später tatsächlich auf 8500 Dollar scheitern. Aber darüber will ich nicht spekulieren, ob das jetzt in einem Jahr passiert oder sich noch länger hinzieht unter verschiedenen Verschwankungen. Aber was jetzt kommt, ist der Abbau der Unterbewertung der Goldaktien. Ja, also im Grunde genommen, das ist die erste Phase. Also wir denken einfach, dass früher oder später jetzt Silber auf 37 bis $50 steigt. Das ist die rechte Chart hier, signalisiert das, ähnlich wie 2011. In 8 Monaten fand das statt und es hat eine enorme Gold- und Silberrallye gegeben. Und es eben, sind eben solche Aktien wie auf der linken Seite, die dann eben von 2 Cent wie von 2020 auf 36 Cent steigen. Wir hoffen einfach, dass sowas dann mehr oder weniger über $1 und mehr sich etabliert. Also, dass man aus den Penny-Aktien, die man kauft, dass die Dollar-Aktien oder mehr werden. Und das ist im Prinzip das ganze Prinzip, was dahinter steckt. Also jetzt Goldaktien-Rallye bis und Silber steigt und Gold und so nur moderat, nur nicht diese Extremwerte, aber wir haben eine extreme Goldaktienrallye und Silberaktienrallye. Und das ist die ganz große Chance jetzt. Das nennen wir quasi Ereignis 1. Ja, generell hier nochmal zur Unterbewertung. Warum sind sie so unterbewertet? Warum kann ich nicht sagen, aber ich kann nur aufzeigen, dass sie es sind. Verhältnis von Goldaktien und Gold.
ist ganz extrem, wie Sie auf der rechten Seite sehen, am Boden, ist eigentlich im Grunde genommen seit 1996 im Bärenmarkt. Also die Goldaktien als Gruppe fallen gegenüber Gold, haben aber jetzt einen Boden gefunden und mit steigender Interesse für Gold etc. dürften auch mit einmal diese Goldaktien eruptionsartig zum Median gehen und drüber hinaus. Und das könnte zu einer enormen Goldaktienrallye führen. Gleichzeitig sind diese Penny-Aktien, worauf wir uns so fokussieren, im Verhältnis zu den sogenannten Senior-Aktien extremst unterbewertet. Das heißt, auch da dürfte es, wie Sie an den Gap sehen, hier auf der linken Seite, und dazu dürfte es auch zu einer enormen Anpassungsrallye kommen. Also doppeltes Potenzial bei Penny-Gold-Aktien. Dann Ereignis 2, Ereignis 3. Das ist eigentlich dann, wenn die Goldaktien hochgeschnappt sind, wenn sie vielleicht in der Masse auf $1 oder mehr sind, jeder Goldaktien haben will, überall viele neue Goldaktienfirmen gegründet werden und so. Und also es beginnt einfach ein Hype. Dann müssen wir das abstoßen, einfach weil Goldaktien dann teuer sind, weil die auch niemals eine langfristige Rallye machen können. Denn alles läuft bei Goldaktien in eigentlich mehr oder weniger sechsmonatigen oder etwas längeren Spikes. Und dann ist der Impuls vorbei und dann hat es einfach die Tendenz, dass es dann für eine längere Zeit seitwärts gehen, so wie wir es eigentlich auch seit März 2021 zum Beispiel oder seit September 2016 oder eben auch seit Anfang 2011 erfahren durften. Also deswegen, es kommt jetzt zu 6 oder 9 Monaten Goldaktienrallye und dann muss man vermutlich rausgehen. Und auch das systemische Risiko zunehmen. Je höher die Goldaktien steigen, desto mehr dürften sich die Politiker in den produzierenden Staaten dafür interessieren und das Ganze irgendwie das erschöpft mit extra Steuern und Schwierigkeiten und vielleicht den Zugang für ausländische Investoren dürfte eingeschränkt werden. Deswegen müssen wir relativ früh Gold und Silber kaufen. Auch natürlich hier generell das systemische Risiko, das ja auch zugehen kann, dass wir nicht zu viel Digitalwerte im System haben. Dann im Wesentlichen ist die Lösung ja, wir maximieren mit Gold- und Silberaktien unseren Besitz an Gold und Silber und werden in einer gewissen Art und Weise selbst unsere Bank. Äh, Das ist, glaube ich, die Antwort, die wir haben müssen. Also das ist ein Prozess eigentlich. Das ist dann quasi die Phase, die nach der Goldaktion-Eruption steht. Ja, hier nochmal eine Kalkulation, wie man vielleicht langfristig denken kann. Also, weil es diese großen Verzerrungen gibt, können wir nicht linear investieren. Einfach jetzt in gute Firmen wie à la Berkshire Hathaway, das geht nicht, sondern wir stehen einfach für Eruption. Die Schuldenkrise wird zuschlagen und das wird zu einer Goldrallye führen, zu einer Goldaktienrallye. Und wir unterstellen einfach so, dass die Goldaktien um das 25-fache steigen, wie Sie auch in der Gesamtkalkulation gesehen haben. Ähm, und die Edelmetalle ihre Höhe erreichen, vielleicht nochmal das Vierfache im Schnitt steigen. Und wenn das passiert ist, am Höhepunkt des ökonomischen Nullpunktes, wie immer auch Sie es nennen wollen, dann, wenn wirklich alle Gold und Silber sein wollen, dann ist die Zeit, produktive Assets zu kaufen, wie vielleicht Häuser, wie vielleicht Top-Aktien, was auch immer noch davon übrig geblieben ist. Und damals, als die Situation das letzte war, von 1980 bis zum Jahr 2000, hatten wir eine Inflationsreihe Aktienrallye. Also, und wer damals eben seine Goldaktien zum Höhepunkt verkauft hat, reinvestiert hat im Top-Fonds, hat einfach wirklich Millionen gemacht. Und ähnlich wird es auch sein. Also jetzt maximal von der Inflationskrise profitieren und von der Übertreibung und dann nachher reale, langfristig interessante Werte für Pennies für den Dollar zu kaufen und dementsprechend zu profitieren. Ja, und das gibt eigentlich eine verrückte Zahl. Wenn man jetzt, sage ich mal, regelmäßig 200 Euro in Goldaktien investiert und diese Ereigniskette betrachtet, kann man langfristig 1 Million Dollar Kaufkraft generieren. Das ist eigentlich die Antwort auf die Rentendiskussion meines Erachtens. Ja, 1000-Becker-Report. Wir versuchen eben diese Goldaktien zu identifizieren, wie Sie gesehen haben, den Potenzialfaktor zu errechnen. Auch eine Exit-Strategie haben wir entwickelt. Also was investiert man, wenn dieser Boom vorbei ist?
Sie finden mehr Informationen im YouTube-Anhang unten. Da können Sie auch auf den Link gehen und wo Sie den, wenn Sie sich für den Report interessieren, können Sie den da kaufen. Und wenn Sie Fragen haben, können Sie mich natürlich jederzeit auch kontaktieren dazu. Ja, Einlage von Gold und Silber an Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte, also die sind zu jeder Zeit in Gold und Silber gekommen. Eine Überweisung und schon ist das Geld in Gold und Silber in der Schweiz angelegt sozusagen. Zollfreilager kann dann wieder jederzeit verkauft werden. Ähm, Das ist also sehr unkompliziert, sehr günstig und man ist zu jeder Zeit an Gold und Silber kommen. In einer gewissen Situation vielleicht die Alternative zu Edelmetallhändlern. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Thema soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden. Vielleicht auch ein Like geben. Dann werden nämlich auch andere YouTube-Zuschauer über das Video informiert, die sich für das Thema interessieren. Und es hilft, das zu verbreiten. Also nochmal besten Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.